So, guten Tag miteinander und willkommen zu mir ins Büro, hier zu Hause, von dieser Live-Übertragung, dieser Webinar. Es ist Samstag, es ist Osten und leider dürfen wir im Moment noch nicht Golf spielen. Wir dürfen nicht auf der Driving Range, dürfen nicht auf dem Platz. Es ist schade, besonders mit diesem Wetter, das wir im Moment haben. Hauptsache ist, dass ihr hoffentlich gesund sind und glücklich und dass wir auch ein bisschen mehr Zeit zu Hause verbringen können mit Familie und so weiter, ist auch gut so. Die Idee heute ist, dass ich ein bisschen über Schwungtechnik mit euch spreche, besonders die 5 häufigsten Schwungfehler, das ich als Coach sehe, ansprechen und hoffentlich nehmt ihr denn etwas mit, das eure Golfschwung anspricht und dass ihr auch zu Hause trainieren könnt in so einem kleinen Zimmer wie ich hier habe und dass es eure Golfschwung verbessert. Ich bin seit 17 Jahren Golflehrer und gebe im Durchschnitt 700 bis 800 Stunden ins Jahr. So, natürlich habe ich sehr viele Golfschwung gesehen und sehe auch oft ähnliche Fälle in Schwung. Meine Erfahrung ist aber, dass die Hauptfehler, die größte Problem ist, dass die Golfer nicht das Konzept von Bewegung richtig verstehen. Egal, ob das jetzt eine kleine Chip-Bewegung ist oder ob wir über den Fußschwung sprechen. Und was ich meine da ist, dass wenn das Konzept im Kopf nicht 100% stimmt, auf zum Beispiel, wo der Schläger in der Schwung hin muss, wie muss ich mich bewegen oder sogar wie der Golfball richtig getroffen ist. Wenn diese Konzepte nicht 100% klar sind oder dieses Missverständnis von diesem Konzept, werden wir viele Schwungfehler aufbauen. So, wie ich das geplant habe heute, ist, dass ich verschiedene Schwungfehler anspreche, das Konzept erklären, auf was wollen wir hier erreichen und dann natürlich ein paar Tipps geben, auf was man achten kann und wie man das zu Hause üben kann. So, ich möchte anfangen mit Rotation. Na, wo ich die größte Fälle für Rotation sehe, ist der Unterschied zwischen einer Drehung und einer Rotation. Und was ich viel erlebe, ist, dass man hat das Gefühl, man muss drehen in der Golfschwung und versteht nicht den Unterschied zwischen Drehen und Rotation. So zuerst, was ist das Konzept von Rotation? Was wollen wir, besonders jetzt in der Rückschwung, was wollen wir erreichen mit unserer Drehung oder Rotation? Da ist ein Unterschied. So, Hauptsache ist, wenn wir unsere Körperhaltung aufgebaut haben, ist, wir wollen in der Rückschwung natürlich in unsere vorgestellte Körperhaltung drehen. Okay. Now, um das mit Erfolg zu tun, müssen wir eine gewisse Spannung in den Körper aufbauen und müssen eine andere Bewegung umsetzen, als nur zu drehen. 2 Punkte, das wichtig sind bei der Drehung oder Rotation, ist, dass unsere Kopfposition ziemlich stabil bleibt, nicht nur von einer Zentrumstelle, aber auch
von einer Auf- und Abstelle. Ja. Unsere Distanz zu dem Golfball muss mehr oder weniger immer gleich bleiben. Im Moment, dass wir fangen an weg oder seitlich zu gehen, der Kontakt mit dem Golfball viel schwieriger ist. Ein zweiter Punkt zum Überlegen ist die Positionen von unserem hinteren Bein. Wenn man Rechtshänder ist das der rechte Bein. Und beim Ausholen mit dem Körper, beim Rotieren, wir wollen einen gewissen Widerstand und Kraft in dieser rechten Bein aufbauen. So, wir haben eine zentrierte Rücken- und Kopfposition und wir haben eine gewisse Spannung in der rechten Knie. So, die Idee bei der Ausholung ist, in Körperhaltung zu bleiben, dieser Winkel, zentriert zu bleiben, von hier, und eine gewisse Spannung in den Rücken, in den Gesäß, in die Oberschenkel aufzubauen. Wenn man sich nur dreht, wir sehen mehrere Probleme. Eine Drehungsbewegung ist, wo alles gleichzeitig mitbewegt. Ich drehe meine Schultern und wir sehen jetzt sofort, Kopfposition ist weg. Spannung gibt es hier keine. Und wenn wir von der Seite jetzt anschauen und ich drehe mich, wir sehen auch eine große Änderung von meiner Startwinkel zu der Höhepunkt meiner Rückschwung. So, das ist ein Konzept, das klar im Kopf sein muss. Es ist was genannt ist auf Englisch a coil oder eine Feder zum Winden und Winden, dass wir starten in unser Körperwinkel oder Körperstelle, ja, und wir bleiben mehr oder weniger in den gleichen Winkel oder gleichen Achse mit unserer Rotation. Na, um das zu erreichen, muss natürlich unser linker Schulter ein bisschen tiefer oder niedriger bewegen als mein rechter. Wieder drehen. Wir sehen jetzt eine Flachstelle. Rotieren. Sehen wir. So eine Übung für euch zu Hause ist so ein Stab oder ein Schläger. Man kann es auch ohne. Ist die Körperhaltung zu machen. Schultern breit. Blick wäre natürlich unten auf dem Golfball. Und fang hier oben an mit der Rotation. Drehen, die linke Schulter nach unten, der Rechtshänder. Und drehen, außer die Oberkörper. Na, die Unterkörper verfolgt jetzt, was meine Oberkörper macht. Und hier kommt dann dieser Aufbau, dieser Feder-Effekt. Sobald die Unterkörper gleichzeitig dreht wie mein Oberkörper, ich habe hier keine Spannung und keine Druck. Now, wir dürfen nicht vergessen, wir wollen eine gewisse Spannung in den Körper, ja, aber wir wollen auch Kraft unten durch den Boden rein, durch diese rechte Bein. Wir wollen das in den Boden setzen, bereit für unsere Durchschwungbewegung. So, man kann das spüren, ob man Spannung hat oder ob man überhaupt keine Spannung hat. Ja. So, Punkte sind, Kopf bleibt mehr oder weniger im Zentrum. Der ist Widerstand in der rechten Bein. Wir drehen in unser Achselbein, eigentlich außerhalb. Und natürlich durch diese Rotation, durch diesen Aufbau, diese Spannung, wir haben jetzt natürlich auch Raum gebaut für unsere Hände, Arme und Schlägerstelle. So rotieren, nicht
drehen. Konzept muss klar sein und wenn ich glaube, man weiß, was will ich hier überhaupt tun in der Rundschwung mit meinem Drehung, ist das klar umzusetzen. Ich habe nicht über die Durchschwung-Rotation gesprochen, das kommt klar. Zweiter Konzept oder Missverständnis ist, was wir nennen die Schwungebene oder das Neigung der Schläger unser Körper herumschwingt. Ich glaube, ich habe hier gefunden, das perfekte deutsche Ausdruck für die Schwungebene. Natürlich aus England ist das für mich schwierig. Ist die Neigung, mit der der Schläger während des Golfschwung den Körper bewegt wird. So, wir haben mehrere Ebenen in unserem Golfschwung. Ich will nicht das Konzept zu tief reingehen. Es kann kompliziert sein. Aber wir haben, weil wir hier einen Winkel haben in unserem Oberkörper, und wir haben einen Golfschläger, das nicht aufrecht ist, nicht waarecht ist, sondern diagonal steht, haben wir jetzt eine genannte Schwungebene. Now, ich bin sicher, sehr viele Fälle, und das werden wir gleich ansprechen, kommen durch diese Missverständnisse. Wohin muss meine Schläger überhaupt schwingen? So, beim Ansprechen habe ich hier einen gewissen Winkel zwischen meinen Händen und der Schaft. Ich habe auch hier noch einen zweiten. So, die Vorstellung in der Golfschwung ist, dass der Schwung oder Schaft, wir reden besonders über die Schläge jetzt, schwingt sich diese Ebene herum. So dass die Winkel während der Schwung ist sehr ähnlich wie die Winkel im Start. Ein Baseballspieler schwingt auf eine sehr flache Ebene. Der Ball ist auch gut höher, der Schläger ist hier hinten und das ist eine flache Ebene. Ein steiler Winkel oder Ebene wäre so eine große Rad, das dreht sich nur in diese Richtung. Und der Golfschwung ist etwas dazwischen. Was ich immer wieder höre, ist, dass ich muss flacher schwingen, besonders mit der Länge der Schläger. Und das ist ein Missverständnis hier, weil wenn man über flach, besonders mit dem Holz spricht man eher mehr über den Durchschwung. Wir werden den Durchschwung nachher ansprechen. Aber die Ebene für die gesamte Schwung, egal mit welcher Schläger, ist diese Vorstellung auf dieser 45 Grad Winkel, wenn man will, ist nicht genau so, während der Bewegung. Ein Checkpunkt für euch ist, wenn wir in der Halbschwung sind, wollen wir, dass der Schaftwinkel seitlich hier geht irgendwo zwischen der rechten Ellenbogen und der rechten Schulter vor einer rechtshändigen Golfer. Von hier geht der Schaft dann weiter zum parallel mit dem Ziel. In der Durchschwung sollte es ein wenig flacher sein. Wir kommen später dazu. Wir treffen. Halt in der Durchschwung wollen wir einen ähnlichen Winkel durch die linke Schulter und Endstelle. So kann man das überprüfen. So, was sind denn die typischen Fehler, die ich dann sehe von dieser ersten Bewegung? Und wenn man das Schwungebene nicht ganz klar versteht oder vergisst, überhaupt über das Schwungebene anzuschauen, sehen wir dann schon bei einer Ansprechposition hier direkt Probleme. Okay? So,
Hier habe ich einen kleinen Schläger, das ist die Office-Schläger, das ist die Office-Holz. Klein, dass ich nichts kaputt mache. So, Ansprechstelle, aber wenn ich weiß oder ich verstehe das Konzept von Schwung, würde ich mich natürlich den Schläger ziemlich gerade ausholen und leicht anwinkeln, dass ich dann diese Stelle erhalten. Wenn es mir nicht aber bewusst ist oder ich verstehe das Konzept nicht, dann sehen wir eine Ebene, das flach unten ist. Typische Problem jetzt ist, man weiß, wo der Schläger eigentlich in der Rückschwung sein soll. Also man hebt das Schläger jetzt hoch und wir haben dann im Gegenteil in der Durchschwung eine steile Position. Die meisten Schläger, das flach gehen, kommen steile Position. Oder man konzentriert sich viel auf dem Handgelenk oder früh anzuwinkeln und wir sehen dann so einen Rückschwung, wo natürlich der Schaft enorm jetzt außerhalb meiner Schwungebene ist oder in einer steilen Position. Hier ist es mindestens möglich, denn ein bisschen flacher in der Durchschwung. Da ist eine bekannte PGA-Tour-Spieler, Matthew Wolf, und seinem Schwung ist hier super steil, in das er dann flacher reinkommt. Und was auf jeden Fall wichtig ist, von der Schwungebene zu verstehen, ist, dass die Durchschwungebene ist ein bisschen flacher als die Rückschwungebene. So, wenn ich hier bin in der Rückschwung, um mehr Kraft und effizienter zu sein in der Durchschwung und von innen nach außen zu kommen, wird der Schaft dann ein wenig flacher. Wenn man schon zu flach hier ist, ist es unglaublich flach zu werden in der Durchschwung. Ich finde auch, denn in der Durchschwung, wenn man nicht die Ebene versteht, sehen wir dann ein Schaft oder ein Schläger, das dann hier unten schwingt. Oder in Ausnahme ist er nicht so viel, aber der Schaft dann wieder viel zu steil in den Durchschwung. So, es sind mehrere Fälle, dass also dieses Missverständnis oder das wenig Kenntnis über die Schwungebene sich finden. So, nochmal mache ich es jetzt von diesem Blick. Ich habe meine Ansprechstelle, den Körperhaltung, eine Neigung dieser Schaft durch den Schwung. Auch hier wieder, jetzt auf der linken Seite. So, wenn Sie jemand sind, das Chicken Wings hat, große Slice, gezogene Bälle, extrem getoppt Bälle, wo der Boden sogar ein kleines Loch ins Boden macht, bevor es in die Luft springt. Überlegen genau, wo dein Schläger hin muss während des gesamten Schwungs. Wenn man das vereinfachen will, sage ich auch zu die Jugend oder zu die Kleinen, denk an einen Halbkreis oder ein großer Kreisel, wo wir in der Rückschwung eine Halbkreisel malen oder zeichnen, und in der Durchschwung die andere Halb von dieser Kreisel. Man hat dieses Bild im Kopf, dass der Schwung muss diese Kreisel folgen. Und dann ist es schwer vorzustellen, dass man würde die Schläge hier bringen. Okay. Jetzt kommen wir zu unserer Durchschwung-Sequenz. Stellen wir uns vor, wir haben das jetzt hingekriegt. Wir haben uns rotiert. Wir haben Spannung aufgebaut. Wir sind im Zentrum. Wir haben den Schläger auf einen Durchschwung-Ebene gebracht. Und jetzt sind wir bereit für Durchschwung. Das Konzept zuerst. Das Konzept ist, dass wir bauen Energie und Geschwindigkeit auf.
dass durch unsere Reihenfolge, durch unsere Sequenz in der Golfschwung, wir werden durch Kontakt mit dem Boden, durch Energie aus dem Boden und durch die richtige Sequenz mit unserem Körper die Maximum Geschwindigkeit oder Velocität wie möglich in den Treffmoment. So, das Konzept ist, dass der Schlägerkopf ist der letzte Teil dieser Reihenfolge. Ähnlich wie wenn ich einen Hammer habe und will etwas einnageln. Ich habe den Hammer in meiner Hand, ich habe quasi den Rückschwung und wenn ich jetzt die richtige Sequenz habe, kann ich die Bewegung an hier unten. Die Auswirkung ist auf den oberen Arm, dann kommt das Handgelenk und am letzten kommt das Hammer. Wir wissen, weil es ist eine unkomplizierte Bewegung, dass das wäre die Maximumgeschwindigkeit für den Hammer. Aber dann kann euer Golfschwung jetzt die meisten, dass das Konzept nicht verstehen oder nicht komplett verstehen, werden mit dem Hammer anfangen, mit dem Golfschläger. Und wir haben Hammer zuerst und später der Arm. Und wir wissen, wenn das jetzt ein Einschlagen wäre, ist es eine 170er Bewegung. Also der Golfschwung ist sehr ähnlich. Also das Konzept von unserem Golfschwung ist, dass wir Geschwindigkeit aufbauen durch unseren Kontakt mit dem Boden. Das ist dann die Senkung und die linke Bein rein, durch die Rotation unseres Körpers, durch die Streckung das linke Bein und durch die Release unser Hammer. Was sind denn die typischen Schwungfehler? Well, wie gesagt, mit dem Hammer, wir wollen auf den Boden draufhauen. Und wir tun den allererst dann oben unsere erste Bewegung. So, wir fangen mit der Hammer an. Der Körper versucht dann, sich bereit zu machen für einen Schlag. Und wir haben, was wir sehen oft, ich habe den Kopf hochgezogen. Nein, dein Körper ist aufgestanden, weil die Sequenz nicht gestimmt hat. Wir sind Hände, Arme, wir ziehen. Jetzt kommt der Schläger mit enormer Kraft nach unten. Und ja, das ist auch eine kräftige Bewegung. Aber wir wissen in der Golfschwung, weil es eine Hebel hat, und es eine Rundbewegung ist, unsere Energie muss vorwärts rausgelassen und nicht direkt an unseren Golfboden. So, das ist ein Fehler, dass man startet oben mit den Händen oder mit dem Schlägerkopf. Andere ist Verkrampfung. Das ist der Höhepunkt der Rückschwung. Wir verkrampfen. Griffdruck wird stärker. Jetzt spüren wir gar nicht mehr in unserem Körper. Und wenn wir doch drehen, es ist so steif in den Händen und Armen, dass der Schläger kann nicht reagieren. Und dann haben wir dann so Schläger, wo wir kurz in den Treffmoment blockiert sind und wir haben so einen Stopp. Ja. Andere Fälle für den Durchschwung. Wieder kommt ein bisschen an das Thema Rotation und Drehen. Ich muss meine Hüften drehen. Ja. Höhepunkt der Rückschwung, Hüften zuerst. Well, wir kommen gleich zu Treffmoment, aber das Konzept, wie der Golfball getroffen sein muss, ist nicht klar, weil wenn wir uns dann drehen, wir können hier nicht Energie aufbauen, sondern wir werden weg von der Golfball und eine Slice-Bewegung rauskriegen.
So was ist denn die richtige Gefühl oder Sequenz für unser Golfschwung? Ich habe einen Link für euch auch da rein gemacht. Es gibt eine Übung für die richtige Sequenz. Das kann man später nachschauen. Die richtige Sequenz wäre, dass wir sind auf der Höhepunkt unserer Rückschwung. Wir sind schön in unserer Achse geblieben. Wir haben Widerstand. Wir haben einen Rückschwungegner. Die allererste Bewegung ist eine kleine Senkung gegenüber dem linken Fuß. So das ist die genannte Verlagerung, wenn man will, aber es ist nicht eine Verlagerung im Sinne rechts-links, sondern es ist eine Verlagerung, in das die Gewicht und Belastung, das wir durch das rechte Bein aufgebaut haben, wird jetzt in die linke Bein reingesetzt. Und jetzt habe ich meine Belastung hier. Guck mal, was das für eine Auswirkung auf meinen Oberkörper hat. Automatisch durch das hat mein Oberkörper angefangen, jetzt leicht zurückzukommen. Wirkung auf die Hände, Arme und Schläge dann ist die Fallen. Wenn wir sie erlauben, die fallen jetzt nach unten. Wir sehen, der Schaftwinkel ist nach hinten und mein Handgelenk hat sich nicht geändert. Es ist nicht geändert. So ist auf der Höhepunkt Rückschwung, senken hier, automatisch kommt mein Oberkörper leicht mit, die Hände sind jetzt nach unten gefallen. Jetzt habe ich Energie hier aufgebaut, habe meine Hammer bereit und durch diese Streckung und Drehung des linken Beins kann ich jetzt den Schläger loslassen. Das Sinkus, das ist auch genannt, fallen lassen mit den Händen an, rotieren und strecken und die Energie dann von der Schaft rauslassen. Das wäre die richtige Sequenz. Seine Schultern dreht sich aufwärts, der linke, und das ist die richtige Sequenz. So, wenn man ein Konzept im Kopf hat, Geschwindigkeit im Golfschwung aufgebaut, dass die Maximumgeschwindigkeit ist hier unten rausgelassen und nicht nach oben. Dass der Golfschwung fängt in die untere Körperbereich an, durch die Beine, werden wir natürlich ein Stiefel okay. Jetzt dann, Treffmoment. Now, in meiner Erfahrung, ich finde, der Treffmoment wäre der wichtigste Punkt, was man in Anfang lernt. Ich bin nicht sicher, dass sehr viele Golfers, das ist nicht eine schlechte Analyse, es ist zu sagen, es ist nicht oft genug beigebracht, dass man nicht sicher ist, wie ein Golfball getroffen ist. Das Konzept ist nicht klar. Viele Golfer, ist auch, wenn sie schon länger spielen, auch ein Unterbewusstsein, meinen, dass wir in der Golfschwung das Golfball in Luft bringen müssen durch unsere Bewegung. Dass der Golfschläger trifft den Golfball sauber, ohne Gras, ohne nichts, direkt in den Schläger kommt. Und es ist nicht genau so. So, nachhinein. Your box. In Treffmoment mit dem Eisen, der Golfball ist wie eine Tennisball, es ist gedrückt. Aber wenn man weit spielen will und die Geschwindigkeit haben, muss man den Ball wie in Tennis.
Das Energie wird in der Golfboden aufgebaut an die Explosion auf die Energie vom Schlägerkopf und auch vom Druck auf den Boden, wie man sieht. Na, unser Golfschläger ist gebaut immer mit einer leichten Neigung im Schaft oder einem Schaftlänge. Außer der ganzen Längenschläge, das ein bisschen gerade sind, alle haben diese Vorwärts-Schaftlänge. Und es ist genau so, wie man den Golfball treffen muss. Man muss auf den Golfball kommen mit dem Eisen mit einem steilen Winkel. Obwohl es dann gedrückt auf den Schlägerkopf, ein Stück weg. Und der Schläger, besonders mit der kurzen zum Mitteleisen, schwingt weiter in den Boden rein, erhibbert und dann wieder raus. Die Bewegung ist gleich mit dem Holz, aber bei Holz, die haben ein bisschen eine gerade Schaft. Und weil wir jetzt den Golfball weiter links im Stand haben und auch ein bisschen hinten Winkel in den Oberkörper, wir wollen den Golfball natürlich nicht aufschwingen lassen. Aber das Prinzip ist gleich. Der Schaft kann nicht zu weit nach hinten sein, wenn der Ball getroffen ist. Oder, so wie wir hier sehen, hier kann keine Druck passieren und wir haben extrem Winkel und Druck sehr stark. So, obwohl da ist eine leichte Aufbewegung, trotzdem in der Treffmoment werde das Schaft oder das Griffteil immer über den Boden und nie hinter den Boden. Ich bin absolut überzeugt, dass dieser Konzept nicht unbedingt klar ist oder für sehr viele Leute nicht klar ist. Und was meinst du, dass wir für Schwungfehler sehen, wenn man denkt, man muss den Golfball in der Luft Hilfe? Well, es wäre eine Erklärung für diese Release oben von der letzten Teil, weil ich bin hier oben, ich muss nicht fast aufbauen, sondern ich muss den Golfball hoch. Denn klar bin ich sehr aktiv mit meinen Händen. Zweiter Punkt dann ist, ich komme dann am Boden und hier unten hilfe ich dann den Boden in die Luft und dann haben wir die sogenannte Schaufelbewegung, Liften, Scooping auf Englisch, wieder wo die Schaft überholt. Der Schlägerkopf überholt den Schaft und wir haben keine Energie aus dem Golfboden gedrückt und Streuung. Gewichtsverlagerung, wir haben gesagt, idealerweise die allererste Bewegung ist eine Senkung in der linken Beinlage. Denk mal, wenn das Treffmoment nicht klar ist, haben wir natürlich das Gegenteil. Wir haben eine Rückwärtsbewegung, um den Boden hochzuziehen. Auch wenn man nicht weiß oder wenn es nicht weiß, dass man ein Pivot haben darf. Das ist, gehört zu einem guten Kontakt, dass man den Boden nach dem Treffmoment treffen darf. Denn natürlich haben wir eine passende Bewegung. Wir kommen unten, wir wollen das Boden nicht zu fest treffen und wir sehen so Bewegungen wie Aufstehen und Hochziehen. Und das wäre dann natürlich das genannte Chicken Wing Position auf den Seiten. So ist das Konzept klar, auf wie der Golfball getroffen ist, dann natürlich hat man einen viel besseren Ablauf, weil man weiß, okay, ich muss den Boden erwischen, ich muss vorwärts, ich muss gleich abwärts mit meiner Energie und vor allem, ich muss meine Hände links von dem Schlägerkopf haben in der Treffmoment, um jetzt Druck auf diese Golf zu haben, weil diese Stelle hier kann ich die Boden drücken und kann nicht den Boden machen. So
So ich bin überzeugt, dass sehr viele Fehler in den Abschwung oder den Golfschwung kommen aus diesem Konzept, dass man nicht genau sicher ist, wie ein Golfball richtig getroffen ist. Und sobald man das versteht, hat man weniger Angst, den Boden zu gehen, hat man eine dynamische Vorwärtsbewegung und hier unten natürlich haben wir viel weniger Kompensationen, die wir uns haben. So wie gesagt, das Konzept muss immer ziemlich klar sein. So der letzte Punkt, was ich heute ansprechen will, ist die gesamte Rhythmus. So der 5. Punkt, die gesamte Rhythmus vom Schwung. Wieder, was ist der Konzept? Der Konzept ist, dass der Schwung immer in Bewegung ist. Es sieht so aus, dass man hier oben eine Pause hat. Aber wenn man die Topspieler anguckt oder man schaut Golfers mit einem guten Rhythmus an, das sind ein paar Ausnahmen natürlich. Der Schwung ist eine kontinuative Bewegung. Die sind immer im Laufen. Ich sehe oft Golfschwung, wobei wir Schritte in den Schwung haben. Und die sind wie technische Referenzpunkte. Man ist so beschäftigt mit der richtigen Positionen zu haben, dass der gesamte Flow und Rhythmus von der Bewegung ist weg. So klar, wenn man an gewissen Stellen trainiert, kann man natürlich, sagen wir Schwungleger, kann man natürlich Positionen anhalten und sagen, ja, so will ich. Aber sobald der Golfball wieder dort ist, muss das Bewegung eine Flow haben, es muss eine Rückschwung-Durchschwung-Bewegung haben. Und wenn man die Topschwung anschaut, man sieht auch in Zeitlupe, dass kurz bevor der Rückschwung fertig ist, fängt schon der Durchschwung an. Und wenn wir jetzt an eine Werfenbewegung denken oder an Speerwerfen oder so, da ist immer eine Bewegung. Man kommt nicht zum Werfen und macht werfen, Stopp, Bewegung. No. Es ist eine Flowing-Bewegung. Und ich bin ziemlich sicher, dass der Reihenfolge vom Golfschwung und das Rhythmus von der Golfschwung sehr stark beeinflusst ist, wenn man das Konzept nicht hat, dass es eine kontinuierliche Bewegung, dass man immer in Bewegung ist. Und ich habe sogar sehr viel Erfolg gesehen von Golfers, das versuchen, den Golfball zu treffen, bevor der Rückschwung fertig ist. Und wir fangen den Golfschwung an kurz bevor der Rückschwung zu Ende ist. Now, ich will nicht, dass Sie das missverstehen. Wir dürfen nicht hektisch sein. Wir wollen unsere Vollrotation. Aber wir wollen nicht hier oben stoppen, warten und dann starten. Sondern wir wollen ein Gefühl, es ist eine Bewegung, der Rückschwung ist kaum fertig, ist kurz fertig und schon fängt der Durchschwung an in unserem Körper. Dieser Fluss, diese Bewegung ermöglicht uns viel mehr Rhythmus in unserem Schwung zu haben und viel besser Kontakt. So, wie kann man das üben? Und ich finde diese Schrittübung sehr gut, wo man sagt, Ansprechstelle, rechter Fuß ausholen. Kurz bevor die Ausholungsbewegung fertig ist, macht man den Schritt zurück. So, es hat einen gewissen Rhythmus. Schritt, ausholen, kurz bevor wir oben sind, Schritt bewegen. Dann kriegen wir so einen kontinuativen Rhythmus während dem Golfschwung. Es ist auch eine gute Übung für die untere Bewegung. So, die sind die meisten Fälle, dass ich als Golflehrer, sehe. Und wie gesagt, ich finde,
die meisten stammen aus einem Missverständnis des gesamten Konzepts. Wie soll ich den Golfer treffen? Was will ich hier in meiner Rückschwung überhaupt erreichen? Wo muss mein Schläger, ein Schaft hinspringen? Was ist der Schwung? Warum brauche ich diese Ebene? Effizienter zu sein, mehr Kraft aufzubauen, besser Kontrolle über unsere Richtung. Das Verständnis für auch das Golfschwung-Konzept. Ich will, dass der Schläger am letzten ist auf dem Golfschwung, nicht zuerst. Das ist auch sehr eng mit dem Treffmomentverständnis zu tun. Wie gesagt, wenn man nicht versteht, dass der Golfschwung gedrückt ist, dass es wenn man nicht das Konzept hat, dass der Ball gedrückt ist, dass wir dürfen Bodenkontakt haben, dass wir vorne beim Schaft haben und nicht hinten, dann natürlich der Reihenfolge in der Golfschwung stimmt auch nicht. Und der letzte Punkt ist, dass wenn wir eine effiziente Bewegung haben wollen, wir wollen konstanter, wir brauchen einen gewissen Rhythmus, einen gewissen Flow, wie in anderen Sportarten. Das ist kein Sport, wo man einen Stopp, ein Wenn und einen Stab macht. So, vielen Dank, die das mit dabei sind. Ich hoffe, dass ihr etwas mitnehmen könnt. Ich hoffe auch, dass wir uns irgendwann auch wieder auf dem Golfplatz sehen. Bleibt gesund, bleibt wenn möglich zu Hause. Wenn ihr mehr Videos und Tipps sehen möchtet, können Sie natürlich auf meiner Website, aber auch im Link für euch die Webadresse. Und there is auch ein Video für euch. So, thank you und ich wünsche euch noch eine schöne Osten und wir sehen uns.